Hallo und willkommen in meiner Küche. Auf Wunsch eines Zuschauers habe ich mich an einem Rollbraten gefüllt mit Backpflaumen gemacht und ich bin sehr froh, dass mich diese Anfrage erreicht hat, denn diesen Rollbraten werde ich bestimmt nochmal machen. Wie es geht, zeige ich hier. Zunächst werden ungefähr 150 bis 200 Gramm Dörrpflaumen in ein verschließbares Glas gegeben und mit Wasser aufgefüllt und mindestens über Nacht, aber besser für 2 bis 3 Tage im Kühlschrank stehen gelassen. Hier habe ich einen Schweinerücken von knapp 900 Gramm. Zuerst schneide ich die Silberhaut ab. Um einen Rollbraten zu erhalten, wird das Fleischstück schneckenförmig eingeschnitten. Dabei lege ich die sogenannte Kette, das ist das durchwachsene, dunklere Fleisch, nach rechts, da ich als Rechtshänder rechts anfange. Da ich das Fleisch nach links wegklappen muss, wird es nach ganz rechts auf das Brett gelegt. Das Fleisch sollte aufgeschnitten ungefähr eine Dicke von 1 Zentimeter haben. Man setzt also entsprechend an, schneidet zunächst nach unten, dreht nach links ab, schneidet und klappt dabei das Fleisch auf, schneidet weiter und klappt das Fleisch weiter auf, bis man im Zentrum des Stückes angekommen ist. So sieht die Fleischplatte aus und sie wird nun von unten nach oben gewendet. Links sieht man die frischen Schnitte und rechts, wie das Fleisch ursprünglich von außen aussah. Diese etwas zerfetzte Seite muss nach oben zeigen, dann ist sie nach dem Einrollen innen und das Fleisch außen ist makellos. Das Fleisch wird gesalzen, gepfeffert und was nur schwer zu erkennen ist, mit etwas Paprika bestreut. Jetzt können die eingeweichten Dörrpflaumen darauf verteilt werden, möglichst gut abgetropft, also ohne den Saft, den brauchen wir später noch. Zu beachten ist dabei, dass man rechts und links einen freien Streifen lässt, auf den keine Pflaumen gelegt werden. So, jetzt kann das Fleisch eingerollt werden, wobei ich wieder von rechts anfange, da sich dort das durchwachsenere Fleisch befindet und so kommt es nach innen. Da ich einen dünnen Abschluss für die Rolle haben möchte, schneide ich links das Fleisch nochmals wie gezeigt ein. Wenn das Fleisch dünn ausläuft, ist es nachher einfacher zu binden, da man keine so dicke Fleischkante hat. Nun wird das Bratenstück mit Küchengarn verschnürt. Dazu binde ich zunächst rechts und links die Außenseiten wie gezeigt zu, danach die Mitte, rechts und links der Mitte und so weiter. Der Knoten geht übrigens nicht so schnell auf, wenn man beim ersten Verschnüren den Faden zweimal verschlingt. Chirurgen machen das auch so. Der Backofen kann jetzt schon mal auf 150 Grad Celsius vorgeheizt werden. In einen heißen Bräter, am besten oval und aus Gusseisen, wird etwas Öl gegeben und das Fleisch rundum angebraten. Dabei rolle ich es von einer Seite auf die andere, damit es immer wieder auf die heißere Seite des Eisens kommt und sich die Röstaromen besser entwickeln können, denn das ist der Sinn des Anbratens. Zum Wenden schiebt man das Fleisch nach vorne und lässt es dann weiter rollen. Bei mir hat das Anbraten ungefähr 6 Minuten gedauert, was natürlich auch von der Hitzezufuhr abhängt. Wichtig ist, dass das Fleisch rundum schön braun ist. Das Fleisch wird aus dem Topf genommen und ja, ihr seht richtig, ich lege nun ein Stück Haushaltspapier hinein, welches das heiße Öl aufsaugen soll. Vorsicht, man kann sich an dem heißen Papier böse verbrennen. Hier habe ich ungefähr 150 Gramm durchwachsenen geräucherten Speck, den ich während des Anbratens in grobe Würfel geschnitten habe. Der Speck kommt in den noch heißen Topf und wird ebenfalls angebraten, bis er schön braun und knusprig ist, dann wird er wieder aus dem Topf genommen. Inzwischen habe ich 2 mittelgroße Zwiebeln in Würfel geschnitten und nun werden diese in den Bräter gegeben. Auch die Zwiebeln werden angebraten, bis sie richtig braun sind. Das kann so an die 6 Minuten dauern. Man sollte sich in Geduld fassen und immer wieder umrühren. Nur wenn man jetzt die Röstaromen sich entwickeln lässt, erhält man auch eine delikat braune und geschmackvolle Soße. Damit sich die Röststoffe vom Topfboden lösen, habe ich einen Schuss Wasser dazugegeben und wieder einkochen lassen. Jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, die Zutaten zu würzen.
Ich gebe hier 5 Wacholderbeeren zu den Zwiebeln und des Weiteren 12 ganze Pfefferkörner, dann wird mit einem Viertel-Liter Wasser aufgegossen. Das Fleisch wird wieder zurück in den Topf gegeben, ebenso die Bratensäfte, die sich auf dem Teller abgesetzt haben, kommen dazu. Auf das Fleisch lege ich einen Zweig Rosmarin und beinahe hätte ich den angebratenen Speck vergessen, er wird einfach zu den Zwiebeln gegeben. Deckel drauf und jetzt wandert der Braten in den Ofen und zwar für 60 Minuten bei 150 Grad Celsius. Nach der Stunde Garzeit wird der Ofen abgestellt und der Braten noch 30 Minuten im Ofen gelassen, damit er ziehen kann. In dieser Zeit kann man seine Beilagen fertigstellen. Der Braten wird aus dem Topf genommen und zugedeckt in eine Schüssel gegeben, damit man die Soße fertigstellen kann. Dazu werden alle Zutaten püriert und zwar möglichst intensiv. Wer eine grobe, intensive Bratensoße mag, kann sie nun einfach andicken. Das zeige ich später. Wer lieber eine etwas feinere Soße mag, gibt die Soße in ein grobes Sieb und streicht sie durch. Dabei bleiben das zerkleinerte Fleisch des Specks sowie die Wacholderbeeren und die Pfefferkörner im Sieb zurück. Für etwas Säure gebe ich nun ein paar Tropfen Nelkenessig in die Soße, den Saft der eingelegten Pflaumen, einen halben Teelöffel Rübensirup, Pfeffer sowie nochmals einen frischen Zweig Rosmarin. Alles lasse ich aufkochen und bis es soweit ist, habe ich in eine kleine Schüssel 2 Teelöffel Maizena mit 4 Teelöffeln Wasser gegeben und vermischt. Und diese Mixtur schütte ich nun unter Rühren in die Soße, bis sie die gewünschte Konsistenz hat. Zum Schluss wird nochmal abgeschmeckt und erst jetzt gebe ich noch fehlendes Salz dazu, sowie einen Klecks kalte Butter. Zum Aufschneiden des Bratens fange ich in der Mitte an und schneide dabei durch die Bindfäden. Sie werden vorsichtig abgelöst und notfalls mit einer Schere aufgeschnitten. Die Soße wird noch einmal durchgerührt, das Kartoffelpüree auf die vorgewärmten Teller gegeben, das Fleisch dazugelegt und etwas Soße darüber gegossen. Es kann gegessen werden. Mann, war das lecker. Es ist schwer mit Worten zu beschreiben. Die Soße war sehr würzig, die Süße der Backpflaumen passt hervorragend zum Fleisch. Das ist ein Essen für einen großen Familienkreis, das sich sehr gut vorbereiten lässt. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!